Ich bin Uwe Schimank, Professor für Soziologische Theorie an der Universität Bremen im Fachbereich Sozialwissenschaften. Im Jahr 1997 habe ich gerade meine erste Professur angetreten an der Fernuniversität in Hagen und war dabei, mein Arbeitsgebiet aufzubauen und vor allen Dingen dabei, mich in eine Form von Lehre einzuarbeiten, von der ich bis dahin nur von Hörensagen gehört hatte, nämlich Fernlehre, bei dem man eben nicht im Hörsaal steht und in den Seminaren mit den Studierenden zusammensitzt, sondern sie mit schriftlichem Material beglückt. Die Universität Bremen, ich wusste, dass es sie gibt, ich wusste, dass sie in der Soziologie gut ist. Und ich war im Jahr 1987 mal auf einer Konferenz, die einer der Bremer Soziologen hier in Bremen veranstaltet hat. Allerdings fand die nicht an der Uni statt, sondern im Rathaus. Ich erinnere mich noch an den eindrucksvollen Saal mit den großen Schiffen. 10 Jahre später, im Jahr 2007, war ich noch in Hagen, war gerade in diesem Jahr, daran erinnere ich mich gut, 2 Monate auf einem Forschungsaufenthalt in Paris. Sehr schönes Wetter. Jeden Tag um 4 Uhr habe ich aufgehört zu arbeiten und bin erst mal 3, 4 Stunden in der Stadt herumgelaufen und habe dann nachgearbeitet bis in die Nacht. Das war aber im Grunde etwas, wo ich internationale Forschungskontakte, die ich mir bis dahin aufgebaut hatte, eben auf diese Art und Weise auch mal nutzen konnte. Jetzt im Jahr 2017 musste ja die Universität und ich auch erstmal eine Enttäuschung hinnehmen, kürzlich, weil wir mit unseren Plänen und Anträgen bei der Exzellenzinitiative erstmal nicht erfolgreich waren. Und das betrifft auch ganz speziell die Sozialwissenschaften und mich als einen der beiden federführenden Autoren eines Antrages. Das heißt, erstmal war das so etwas, wo wir uns natürlich was anderes gewünscht hätten. Wir haben uns aber wieder erholt. Wir sind dabei, gemeinsam zu überlegen, was wir aus dem spannenden Thema, das wir uns da eigentlich vorgenommen hatten, jetzt auf andere Weise machen können. Und so muss es eigentlich weitergehen. Ich bin eigentlich jemand, der keine langen Pläne macht und lange in die Zukunft hineinschaut, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Dinge entwickeln sich immer anders, als man es eigentlich geplant hat. Wenn ich nur das Beispiel dieser Professur nehme, die ich da bekommen habe, wenn ich gewusst hätte, dass ich 2 Jahre später in Bremen beginnen würde, das konnte ich mir auch. Zu dem Zeitpunkt gab es keinerlei Grund, warum ich das hätte annehmen sollen. Es gibt Leute, die jetzt schon wieder sagen, jetzt müssen wir aber in 7 Jahren bei der Exzellenzinitiative erfolgreich sein und alles dafür tun. Ich würde sagen, ja, lasst uns mal was dafür tun, aber es kann auch passieren, dass wir vorher in 3 Jahren oder erst in 10 Jahren bei anderen Aktivitäten sehr erfolgreich sein werden. Man sollte sich nicht fixieren auf ein und einziges Ziel. Ich erwarte mir, das sind ja jetzt meine letzten 3,5 Jahre, die ich regulär noch sozusagen im Amt bin, ich erwarte mir eigentlich, dass ich ein paar Dinge noch fertigstellen kann und dass ich vielleicht auch behilflich sein kann dabei, jetzt aus unserer gemeinsamen Thematik in den Sozialwissenschaften doch noch was zu machen.